Die Abenteuer von Bernd Schäferhund und Trixie Dackel. Folge 11. Bauarbeiten und ein seltsamer Stein. Cassys erster Morgen beginnt auch wie selbstverständlich mit einem Recken und einem Strecken, allerdings im Mini-Format. Bernd hüpft aus seinem Korb und gähnt wie ein Löwe, so wie es nur der echte Bernd Schäferhund kann. So laut, dass sogar Trixie Dackel lachen muss. »Bernd, was machst du denn für komische Geräusche? Du erschreckst Cassie Meerschwein«, sagt sie eingekuschelt in ihrem Körbchen. »Fürchte dich nicht, Cassie Meerschwein. Ich mache das ständig«, sagt Bernd zu Cassie. »Guten Morgen, ihr beiden. Was machen wir denn heute zusammen?«, fragt Cassie furchtlos. »Ach ja, Angst habe ich nicht, Bernd. Im Gegenteil. Auch wenn du größer bist als ich, bist du genauso kuschelig und warm wie Trixie.« Cassie hatte sich nämlich in der Nacht abwechselnd an beide Hunde angekuschelt und gewärmt. »Wir gehen erstmal nach draußen und schnuppern uns den Weg frei. Dann werden wir uns an der Eiche treffen.« Die drei machen sich auf den Weg nach draußen. Bernd Schäferhund und Trixie Dackel rennen ihre gewohnte Runde durch den Garten ab. An jedem Beet schnüffeln sie, was das Zeug hält. Cassie schaut den beiden von der etwas erhöhten Terrasse zu und wedelt fröhlich mit dem Schwanz. Man erkennt direkt, dass Cassie Meerschwein sich hier zu Hause fühlt. »Cassie, komm schnell«, ruft Trixie ein wenig später. »Wer Erster an der großen Eiche ist, hat gewonnen. Bernd ist der Schiedsrichter.« Das lässt sich Cassie natürlich nicht zweimal sagen. Sofort rennt sie wie ein Schnellzug hinter Trixie her. Trixie macht es heute aber nichts aus, nicht die Erste zu sein. Sie lässt Cassie aufholen, ohne dass es einer bemerkt. Beide kommen gleichzeitig am Ziel an und sind etwas aus der Puste. Cassie wedelt vor Freude mit dem Schwanz. Sie hat das Wettrennen gewonnen. »Vielen Dank, Trixie. Es war mir eine Ehre«, sagt sie leicht grinsend. »Jederzeit wieder«, antwortet Trixie. »Bernd und ich sind früher viel gerannt.« »Kommt ihr beiden?«, fragt Trixie. »Ich hatte die Idee, jetzt wo wir doch zu dritt sind, an der großen Eiche, an der wir doch so gerne sind, eine kleine Ecke freizulegen, sodass wir dort besser liegen können. Was haltet ihr denn davon?« »Wow, das klingt toll«, sagt Bernd. »Cassie, dann kannst du doch mithelfen, oder?« »Hurra«, antwortet Cassie. »Das ist unser erstes Projekt zusammen.« »Na dann mal los.« Die drei zögern nicht lange und machen sich im Bauarbeitergang auf dem Weg zum Lieblingsbaum. »Hier liegt aber viel Laub und auch viele kleine Äste und Zweige«, sagt Cassie. »Das muss bestimmt alles weg, oder nicht, Trixie?« »Ja, garantiert, sonst wird es nicht gemütlich«, sagt Trixie. »Mach doch 2 Haufen, einen für das Laub und einen für die Äste. Das Laub können wir dann später zum Polstern nehmen und die Äste für die Umrandung. Mit den Zweigen können wir dann alles auch noch ein wenig verkleiden. Ist das eine gute Idee?«, fragt Bernd. »Oh ja«, meint Trixie. »Bernd, du hast gute Ideen.« Cassie ist direkt angefangen. Mit kleinen Zweigen in der Schnauze versucht sie durch das teilweise hohe Gras zu laufen. Hechend legt sie einen Zweig neben dem anderen. »Das sieht gut aus«, sagt Trixie, die das Laub auf einem großen Haufen zusammenschart. Bernd ist froh. »Mann, das wird richtig schön. Ihr macht das super. Ich glaube, Bernd, wenn das hier später fertig ist, dann ist das ein kleines Paradies. Ein Hundeparadies.« Bernd freut sich riesig. »Ja, Cassie, das stimmt. Das ist jetzt eben etwas viel Arbeit, aber danach haben wir ewig Freude daran.« Jeder geht wieder seinen gewohnten Gang und macht sich an die Arbeit. Zweige bei Zweige, Laub bei Laub und Steine bei Steine. Alles laut der aktuellen Hundeverordnung sortiert. Doch plötzlich bittet Cassie lautstark um Hilfe. »Trixie, Bernd, könnt ihr... ihr müsst hier eben mit anfassen. Hier liegen 2 dicke Steine. Das ist für meine kleine Schnauze viel zu viel.« »Haha«, lacht Bernd, »kein Problem. Ich bin direkt bei dir. Trixie, tu du dir die Ruhe an. So etwas schafft ein alter großer Hund doch noch gerade alleine mit links.« Bernd läuft Cassie entgegen und Trixie schaut am sortierten Zweigehaufen entspannt zu. Cassie zeigt Bernd die Stelle, an der die beiden schweren Steine liegen, die sie selbst nicht tragen kann. »Hier, Bernd, hier liegen die Brocken, die ich nicht bewegen kann.« Bernd schaut verwundert und sagt umgehend: »Ja, Cassie, ich kann dich verstehen. Für deine kleine Schnauze sind diese Steine wirklich definitiv zu groß.« Bernd geht zielstrebig zu den beiden Steinen, reißt seine Schnauze auf und probiert den ersten großen Stein wegzutragen. Das klappt auch super. Allerdings, als Bernd den Stein zu den Steinhaufen schleppt, schaut Trixie bereits etwas skeptisch. »Bernd«, sagt sie, »irgendwie haben die Steine aber eine komische Farbe.« Bernd tut so, als hätte er das nicht gehört. Er läuft weiter, um den nächsten seltsamen Stein zu holen. Doch plötzlich: »Hey, was ist denn hier los?«, schreit es auf einmal. Die 3 Hunde schauen sich gegenseitig an, doch niemand war es, der hier geschrien hatte. »Komisch«, denkt sich Cassie, »ich könnte schwören, ich hatte gerade etwas gehört«, sagt sie. »Wo bin ich?«, klingt es plötzlich. Bernd dreht sich um und erschreckt sich. »Trixie, Cassie Maulwurf, schaut, der seltsame Stein spricht.« Cassie lacht und sagt: »Bernd, ich heiße Cassie Meerschwein und nicht Maulwurf.« Doch nun sieht sie, wie sich der Stein hinter Bernd langsam anfängt zu bewegen. Trixie ruft laut lachend: »Ihr Angsthasen, das ist kein Stein, das ist eine Schildkröte.« Cassie und Bernd schauen genauer hin und sind total überrascht. Tatsächlich. Ein kleiner Kopf sowie Ärmchen und Beinchen strecken sich aus dem angeblichen Stein. »Gabi«, hört man es singend rufen. »Ich bin Gabi.« Bernd bleibt wie angewurzelt stehen und Trixie fängt an zu lachen. Cassie wurde es bestimmt zu viel. Sie hat sich in dem Laubhaufen, der bei den Bauarbeiten entstanden ist, versteckt.
Gabi, warst du das? Sagt der eine Stein zum anderen. Nein, Stefan, ich dachte, du warst es. Trixie bekommt sich vor Lachen nicht mehr ein. Bernd, du Esel. Bernd, das sind gar keine Steine, das sind Schildkröten. Bernd schüttelt sich bestimmt 3 Minuten lang, bevor er merkt, dass Trixie recht hat. Ich bin Stefan, du großer schwarzer Hund, sagt Stefan. Und ich bin Gabi. Ihr dachtet echt, dass wir Steine waren? Wir sind Landschildkröten und halten unseren Winterschlaf, sagt Stefan. In diesem Moment muss wirklich jeder lachen. Cassie schlägt vor, oh, das war wirklich überhaupt nicht unsere Absicht. Da vorne ist alles schon fertig, so wie wir es vorhatten. Ruht euch doch dort aus bis morgen. Dann können wir uns ja nochmal zusammensetzen, wenn ihr mögt. Stefan und Gabi nicken zufrieden und Bernd schaut Trixie schon fragend an. Trixie schaut in die Runde und sagt, recht hast du, kleine Cassie. Ich habe zwar nicht viel getan, aber ich muss mich jetzt hinlegen. Denn ich will ja fit sein. Für morgen. Für unser neues Abenteuer.